for English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine Intro-Tierchen, in dem Fall sogar zwei. Ein Pärchen schwarze Kettennatter, Lampropeltis getulus nicritus. Die Kettennatter, die ja in Europa in knapp einem Jahr verboten werden, beziehungsweise jetzt schon, ich glaube, jetzt darf man sie schon nicht mehr züchten. Man darf sie dürfen sie gehandelt werden, in einem Dreivierteljahr auch nicht mehr. Züchten darf man sie nicht mehr. Aber sowas von wunderschöne Schlangen, wirklich eine Schande, und dass das Gesetz keinen Sinn macht. Also Stichwort invasive Arten, da haben wir eine ganze Folge drüber gemacht. Ja, nochmal zum Zeigen, eben schwarze Schlange, da geht normalerweise fast nichts drüber, und deswegen meine Intro-Tierchen für euch heute. Wir haben wieder zu Frag Stefan aufgerufen. Kamen wirklich coole Fragen. Danke für euch, dass ihr da immer so dabei seid. Ich denke mir mal, ja, was kann man denn da wissen wollen? Aber dann, wenn ich es dann durchlese, denke ich, ach, ist ja cool, ja, ist ja interessant. Geht von Stromkosten über DNA-Bestimmung von Geschlechter bis hin zu, was hat man da hinten? Das eine wollte ich nur sagen, ach ja, meine teuersten Reptilien, die ich verkauft habe. Also wirklich tolle Fragen dabei. Legen wir los. Der Dennis fragt: Moin, habe da mal eine Frage für die nächste Frag-Stefan-Folge. Inwieweit seid ihr von der Inflation betroffen? Geht es dem Geschäft jetzt schlechter oder besser? Ja, Dennis, freut mich, wenn du dir Sorgen machst um mich, um unser Geschäft. Inflation, also ich denke, du sprichst Energiekrise, gestiegene Preise und so weiter alles an. Klar ist das für uns auch ein Problem. Beispiel gerade diese Woche, also Salz in meinen Wunden, kam die neue Abschlagszahlung vom Strom bzw. die Erhöhung. Also wir haben früher im Monat 2.000 € Strom gezahlt, jetzt zahlen wir 3.500 €, ne? Sprich 1.500 mehr. Also das ist die Abschlagszahlung. Aber eben der Strompreis hat sich jetzt auch erhöht von 33 Cent auf 53 Cent. Das ist natürlich auch ein ordentlicher Batzen. Jetzt soll ja irgendwann die Strompreisbremse kommen, ne? Da geht es dann wieder vielleicht gleich ein bisschen runter, müssen wir mal schauen. Aber alles in allem, denke ich, ist das doch noch Jammern auf hohem Niveau. In der Welt sieht es halt gerade einfach bescheiden aus. Niemand hat sich das ausgesucht. Also ich glaube, wir für unser Geschäft, wir werden das verkraften. Müssen wir die Mehrkosten halt irgendwie wegstecken, beziehungsweise werden wir auch nicht drum rumkommen, vielleicht das ein oder andere im Preis gleich anzupassen, wobei auch das probiere ich niedrig zu halten und optimistisch zu sein und zu denken, ach, das wird schon alles wieder anders werden, dann lassen wir mal die Preise, bevor wir da hin und her machen müssen oder so. Also von dem her bin ich ein optimistischer Mensch und bin guter Dinge, dass das nicht unser Geschäft kosten wird. Barbaso fragt: Hallo, mich würde interessieren, ob ich meinen kleinen Königspython etwas angewöhnen kann, am Kopf oder nahe Kopf angefasst zu werden, und ob das überhaupt nötig ist. Stelle mir vor, falls er sich mal schlecht häutet, sonst noch am Kopf hat und ich seinen Kopf halten müsste. Wie halte ich seinen Kopf richtig? Was muss ich beim ersten Mal beachten? Wie lasse ich den Kopf wieder los? Wäre super, habe darüber nicht viel im Internet gefunden. Ja, Barbaso, eine wirklich auch gute Frage. Generell, man sieht es manchmal, wenn jemand Schlangen ganz neu hat, ne, und der die Schlange in die Hand nimmt, dann meinen die Leute, sie müssen die Schlange jetzt irgendwie da so festhalten. Ne. Guck mal, ihr merkt schon, in dem Moment, wo ich das mache, das gefällt der irgendwie gar nicht. Genau, dann probiert sie sich nämlich so zurückzuziehen. Also da macht ihr das Tier natürlich nur verrückt. Wenn ich das Tier so ganz normal halte, ich sozusagen die Ablage oder der Kletterast bin von dem Tier, dann ist das Tier völlig gechillt und völlig gespannt.
entspannt. Wenn ich das eben so festhalte, ne, so wie so ein Schraubstock in den Händen halte, dann das mag das Tier nicht. Da will er da raus aus meiner Hand, fühlt er sich unwohl. Ne? Und erst recht, wenn ich das irgendwo hinterm Kopf mache, ne? Der will ja seinen Kopf frei bewegen. Also da macht er das Tier einfach nur verrückt. Was ich damit sagen will, wenn ihr alle einen Python oder eine Schlange habt oder anfasst, dann macht es irgendwie so gechillt, haltet die nicht fest. Ganz selten ist ein Tier vielleicht wirklich so bissig aggressiv, dass ich nicht drumherum käme, das am Kopf halten zu müssen, weil es mich schon beißen tut. Aber ich glaube, also es gibt so gut wie kein Tier, was ich so anhalte oder festhalte, ne? Oder eigentlich gar keins, genau genommen. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Ich glaube, wie gesagt, ich mache das Tier erst vielleicht aggressiv, wenn ich es da hinten so festhalte. Halte ich das ganz gechillt so auf der Hand, ist alles gut. Du hast geschrieben, wenn es sich schlecht häutet. Klar, wenn da jetzt irgendwo alte Haut drauf ist, dann muss ich es natürlich irgendwie schon festhalten. Wenn ich jetzt bei dem Tier am Auge zum Beispiel eine Haut wegmachen muss oder auf dem Kopf, dann komme ich tatsächlich nicht drum herum, das Tier ein bisschen fester zu halten, ne? und muss es da hinterm Kopf halten und wegen poolen. Das ist tatsächlich so. Ne? Also wenn du das meinst, dann musst du halt halten und dann musst du irgendwann loslassen. Auch beim Loslassen gibt es keine Regel. Schlangen sind ja auch nicht rachsüchtig. Ich habe früher, wo ich angefangen habe, habe ich gedacht, in dem Moment, wo ich die loslasse, ist die sauer mit mir und beißt mich jetzt. Ne? Also das machen sie definitiv nicht. Wenn du da was machen musst, dann musst du sie halt festhalten, musst dran rumpulen und dann lässt du wieder los und alles ist okay. Aber wenn du es irgendwie vermeiden kannst, heb sie ganz gechillt, entspannt, so wie ich jetzt hier, und ihr werdet beste Freunde werden. Der Tim Reiter, kurz und knapp, was ist dein Lieblingsfilm, fragt er. Um ehrlich zu sein, ich bin gar nicht mehr so der Filmgucker oder der Kinogänger oder sowas. In früheren Jahren habe ich das vielleicht mal noch öfters gemacht oder so als Teenager oder so. Klar, da guckt man sich die amerikanischen Filme an und so weiter und hat da richtig Spaß dran. Mittlerweile irgendwie kommt es mir immer ein wenig vor, wie wenn das alles wegen das Gleiche wäre. Deswegen mache ich das relativ selten. Wobei es gibt schon ein paar Lieblingsfilme, die ich hatte. Also als Teenager war ich ein riesen Rocky-Film. Die ganzen Rocky-Filme haben mir gut gefallen. War aber auch eher seichte Unterhaltung, würde ich sagen. Was mir auch wirklich toll gefallen hat, war Papillon, der alte Papillon-Spielfilm. Mittlerweile gibt es einen neuen, der ist, finde ich, nicht ganz so perfekt. Aber der alte fand ich super, ne? Der mit Steve McQueen und Dustin Hoffmann. Das finde ich auch ein richtig tolles Spielfilm, der vielleicht auch gleich ein tiefgründiger noch ist, ne, wie die das Leben lang nicht aufgeben zu versuchen, von dieser Gefängnisinsel runterzukommen. Also den finde ich wirklich auch ganz toll. Ansonsten bin ich ein Fan von Dokumentationen geworden mittlerweile. Ich gucke mir echt gern Dokus an. Das müssen auch keine, jetzt werdet ihr denken, na, dann guckt ihr lauter Reptilien-Dokus an, muss ich ehrlich zugeben, nein. Ich bin auch mal froh, wenn das Thema Reptilien, wenn ich das mal mit Geschäft lassen kann. Mich interessieren Dokus allgemein von der Welt, Ausland mag ich da ganz gern. Beziehungsweise was ich aktuell gesehen habe, mein aktueller Tipp an dich oder an euch, es gibt von dem Nawalny Gift, pass auf, ich habe es mir notiert, Gift hinterlässt immer eine Spur, heißt der Film. Nawalny, Gift hinterlässt immer eine Spur. Gibt es auf der Mediathek, ich glaube Netflix oder was weiß ich, wird es angeboten. Das ist ein super Dokumentationsfilm, wie der Nawalny vergiftet wurde. Das ist einerseits spannend, also fast wie ein Spielfilm oder wie so ein Spionagefilm. Andererseits hat der eine Komik, ne, wie zum Teil stümperlaienhaft da Sachen passiert ist. Das ist einfach unglaublich. Also wir haben den mit der ganzen Familie angeguckt. Selbst meine Kids, die keine Spielfilmfans sind, waren mit dabei und haben sich super unterhalten gefühlt. Also den kann ich euch empfehlen. Guckt den mal an.
Und gerne, wenn ihr ihn schon gesehen habt oder wenn ihr euch jetzt anguckt, gerne mal euer Feedback oder unten drunter posten, sagen, ach Stefan, blöder Tipp von dir, auf dich höre ich nie mehr. Oder sagen, ach ja, der war ja echt cool oder der war ja verrückt oder erschreckend oder was auch immer. Also da können wir uns gerne mal noch austauschen hier auf der YouTube-Plattform. MH fragt, was würdest du in Deutschland an der gesetzlichen Lage zu Tierschutz, Import, Export, Gefahrtierverordnung etc. ändern? Generell muss ich sagen, ich glaube, im Großen und Ganzen können wir in Deutschland zufrieden sein. Also wenn wir so an die Nachbarländer gucken, egal Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, denen geht es viel schlechter wie uns, was die Tierhaltung oder die Haltung von speziell unseren Terrarientieren betrifft. Ich glaube, da sind wir eigentlich noch ganz gut dran. Ich speziell hier in Baden-Württemberg, bei uns gibt es ja auch keine Gefahrtierverordnung oder keine Einschränkung. Also ich kann hier Krokodil, Netzpython, ich kann hier alles halten, was ich will. Finde ich auch okay so. Ich sehe keinerlei Problematik da drin. Andere Bundesländer, Bayern zum Beispiel, ist es schon ein bisschen schwieriger. Ich hatte jetzt gerade letztens sogar ein Gerichtsurteil, dass jemand in Bayern kein Palpeprosus, Paleosuchus palpeprosus, den Glattstirnkaiman, also Paleosuchus wird einen guten Meter groß, mit Schwanz, also Körper so 50 Zentimeter. Darf er nicht halten, wäre zu gefährlich. Also völliger Quatsch aus meiner Sicht. So ein Paleosuchus, also behaupte ich mal, ist ungefährlicher wie irgendein großer Hund oder sowas. Also aus welcher Grundlage das beruhen soll, ist mir unverständlich, und dass das dann sogar in einem Gerichtsurteil bestätigt wird, dieser Quatsch, ist mir noch unverständlicher. Das ist traurig. Aber wie gesagt, im Vergleich zu Nachbarländern und so weiter sind wir, glaube ich, relativ liberal in Deutschland, und ich hoffe einfach, dass das so bleibt. Das ist der wichtige Punkt. Also hoffen wir, dass es so bleibt. Sind wir wachsam, tun vielleicht die Personen unterstützen, die sich dafür einsetzen. Und dann, wenn das die nächsten Jahre, Jahrzehnte so bleibt, dann ist alles gut. Ed Granaden fragt, hallo zusammen, kann man bei einer Schlange irgendwie das Alter bestimmen? Was mich darüber hinaus interessiert, ist, inwieweit ihr eure Folgen skriptet und vorher ausarbeitet oder ob ihr mit einem groben roten Faden einfach anfangt zu drehen. Also 2 Fragen kurz zum Alter bestimmen der Schlange. Nein, kann man nicht. Das ist relativ schnell beantwortet. Die häutet sich, die sieht ja immer wieder völlig neu aus. Es gibt keine Altersringe oder irgendwas. Kann man fast nur schätzen. Klar, eine Schlange, die 20, 30 Jahre alt ist, der sieht man es vielleicht ein bisschen vom Gewebe an, aber auch nur alles so Pi mal Daumen. Also das kann man relativ deutlich verneinen. Dann fragst du nach einem Skript oder wie wir die Folgen drehen. Da werden wir immer ein bisschen besser, oder ich persönlich bin da ein wenig disziplinierter. Ich glaube, in den früheren Folgen haben wir das alles mit weniger Skript gemacht, und dann haben wir Szenen noch zigmal wieder drehen müssen, weil ich mich verschwätzt habe und weil ich einen Quatsch erzählt habe. Oder früher gab es ja auch die Outtake-Folgen. Genau, das ist eigentlich die schlechte Nachricht, weil wir immer besser werden. Also ich weiß nicht, ob das Ergebnis besser wird, aber zumindest beim Drehen werden wir besser. Gibt es auch fast keine Outtakes mehr, und es liegt daran, dass ich schon mehr Vorbereitung mache. Also ich tue mich 1, 2 Tage vorher dran setzen. Wir tun immer so 3, 4 Folgen zusammendrehen. Jetzt heute zum Beispiel kleine Insider-Information. Das ist jetzt die 4. Folge, wobei diese Frag-Stefan-Folgen immer relativ leicht sind. Da muss ich nur ein bisschen labern. Und dann so 4 Folgen, da brauche ich schon auch einen halben Tag mindestens Vorbereitung, bis ich da ein grobes Konzept habe. @xrobox86 fragt, hallo Stefan, was hältst du von Reptilink? Ist es eine gute Alternative zu normalem Frostfutter und wird es auch mal bei uns verfügbar sein? Dazu müssen wir wissen, dass dieses Reptilink, also das ist ein Anbieter aus USA, glaube ich, die bieten eigentlich so Art Sausages für die Reptilien an. Ne? Also irgendwelche Würste, die man an die Schlangen, Echsen und so weiter verfüttern kann. Vor allem Thema Schlangen, also Echsen, mein Theus kann ich alles reinschmeißen, da kann ich eine gerauchte Bratwurst reinschmeißen, die täten sie auch essen. Aber Schlangen sind ja das Thema. Dass man Schlangen mit Würsten füttern will,
das gibt es schon ewig und immer. Schon vor 30 Jahren gab es diese Snake Sausages. Die haben vor 30 Jahren nicht funktioniert, weil es die Schlange nicht gefressen hat. Und ich befürchte, die funktionieren auch heutzutage noch nicht. Ich glaube, wir müssen bei unseren Mäusen und Ratten bleiben. Wenn es funktionieren würde, wäre es natürlich eine tolle Sache. Wäre ja wirklich klar, wenn man im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe irgendwelche eingefrorenen Würste hat, ist das natürlich vielleicht praktischer wie Mäuse und ich kann sämtliche Größen genau und so weiter. Ich glaube, es funktioniert noch nicht richtig, deswegen setzt sich das auch noch nicht richtig durch und ich befürchte, das wird die nächsten paar Jahre noch so bleiben. @ifritilii 9872. Ey Leute, ihr denkt euch Namen aus. Hi Stefan, was war der teuerste Königspython, den du verkauft hast? Was das teuerste Reptil? Vor vielen Jahren, wo so die ersten Highways kamen oder Superstripe, mit Superstripe fing es an, da hatte ich Glück und habe Superstripe gezüchtet. Die haben so, glaube ich, um die 10.000 Euro, Dollar am Anfang gekostet, oder vielleicht auch 15.000. Dann kamen die Highways, die waren so um die 20.000. Dann die Super Crevel, die waren auch so um den Dreh rum. Oder Sunset, wo Sunset ganz neu war, hat man mal einen in die USA geschickt für, ich glaube, auch um die 20.000 Dollar. Ich denke, das waren meine teuersten Schlangen, die ich verkauft habe. Also ich hatte noch nie so irgendwas mit 30, 40, 50.000. Ich glaube, sowas gibt es auch ja, so gut wie gar nicht. Oder das muss dann die allererste sein. Oder ich weiß es, ja, weiß gar nicht, welches Glück man haben muss, dass man so was Teures hat. Ich glaube, so diese 20.000, das ist also die Grenze, wo man mal Glück haben kann, wenn man wirklich einer der Ersten ist, der was züchtet. Das waren auch meine teuersten. Allgemein bei den Reptilien, wir hatten ja die Albino Mississippi Alligatoren, oder im Moment haben wir auch welche, die liegen so bei 30.000, sind schon größere Tiere mit einem Meter. Dann hatten wir mal welche, die waren noch größer, die waren schon geschlechtsreif mit fast 2 Meter, die waren dann bei 50.000. Oder ich hatte mal die Gaviale, die gingen dann nach Japan, wurden die verkauft, die waren auch über 30.000 Euro, glaube ich, 35, weiß gar nicht mehr genau. Ja, das sind so meine Rekordtiere. Aber wie gesagt, das sind leider Ausnahmen. Wäre schön, wenn man jede Woche so was Teures verkaufen würde. Aber so seltene, edle Sachen bekommt man fast nie. Und wenn man die regelmäßig bekommen würde, wären sie auch letztendlich nicht so teuer. @19pushy97. Hi Stefan, wie ist deine Meinung zu Rare Genetics Incorporate Testing? Die bieten genetische Tests zur Bestimmung des Geschlechts, der Morphen und der Eigenschaften von Reptilien. Das ist wirklich super spannend. Ich habe das auch gesehen, beobachtet. Aber es steckt ja noch völlig in den Kinderschuhen. Also wenn ich richtig up-to-date bin, sind im Moment ist es möglich, für alle, die das nicht kennen, oder die meisten von euch werden es nicht kennen, das ist ein Labor in den USA, die eben über genetisches Material, in dem Fall Schuppen von Reptilien, ne, man tut eine Haut vom Reptil oder ein kleines Stückchen von der Reptilienhaut denen einschicken und anhand dessen machen die Untersuchung zum einen nach Geschlecht. Wie gesagt, bis jetzt allerdings nur bei Nattern, wenn ich richtig informiert bin, funktioniert das. Der nächste Schritt wird sein, dass es auch bei Riesenschlangen funktioniert, was bis jetzt meines Wissens noch nicht geht. Du hast gesagt, über die Genetik, das ist auch noch Zukunftsmusik, die arbeiten daran. Vielleicht auch Sachen wie diese Erbanlagen, ne, was wir so züchten, Albino oder irgendwelche Farbenmorphen, Mutationen, dass sie anhand der Genetik diese Mutationen bestimmen können. Ne. Das heißt, ihr habt ein Tier, der vielleicht possible hetero Sunset ist, ne, und ihr schickt die Haut hin und die gucken, in Anführungsstrich, die gucken die Haut an und sagen, jawohl, der ist hetero Sunset oder nein, der ist leider kein hetero Sunset. Aber das geht alles noch nicht. Das ist alles eine Sache, wo die dran sind, wo die sich drum bemühen, was auch wirklich super ist. Ich bin mal gespannt, wann das kommt. Ich bin mir sicher, das wird irgendwann kommen, aber das wird schon noch einige Zeit dauern.
Meines Wissens ist es zum Teil auch relativ teuer, weil man erst einige sequenzieren muss, um eine Übereinstimmung zu finden und zu sagen, okay, eben Männchen, Weibchen oder Heteroalbino, nicht Heteroalbino beziehungsweise Sunset, was auch immer. Also ich glaube, das ist recht umfangreich, aufwendig, teuer. Deswegen, wir Terrarianer sind ja nicht ganz so wichtig, dass hier Millionen oder Milliarden an Geldern reingesteckt werden. Und von dem her, glaube ich, wird es sicherlich noch einige Jahre dauern, bis da wirklich die Tests so gemacht werden können, dass sie in der Terroristik wirklich ein Game Changer sind. Im Moment, also eine Natter brauche ich nicht anhand der Haut bestimmen lassen. Männchen, Weibchen, die kann ich einfach poppen oder sondieren. Im Moment ist es noch, wie gesagt, in den Kinderschuhen. Und noch eine Frage von mir an euch. Hat es euch gefallen? Wenn ja, bitte Daumen hoch. Habt ihr den Kanal abonniert? Wenn nicht, macht das bitte jetzt. Ansonsten bleibt mir treu und bis zur nächsten Reptil-TV-Folge.